Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Freunde, liebe F1 Clash-Freunde. Heute bei einer neuen Folge, und zwar quatschen wir darüber, wie wir Unfälle vermeiden. Und zwar in jedem Rennen, wie wir uns schon im letzten Rennen auch befasst haben. In der letzten Folge hatte ich ja auch gesagt gehabt, dass wir in Melbourne und in Barcelona, also in Spanien, dass da eigentlich so die meisten Unfälle passieren. Und wir schauen uns heute mal an, warum es so passiert und wie wir eventuell in Zukunft unsere Unfälle vermeiden können. Und zwar ganz einfach, bevor wir in das Setup reinspringen und das besprechen, wollte ich noch mal kurz mit euch dieses Angebot hier besprechen, dieses Stolz-Angebot. Meiner Meinung nach ein bisschen teuer, allerdings sind die Kisten gar nicht so schlecht, weil da die Prozentsätze einfach ein bisschen höher sind. Allerdings für 5 Kisten will F1 Clash Team 3.150 Münzen. Und ja, wir wollten ja eigentlich Kisten öffnen heute, allerdings lassen wir das sein und machen morgen dafür dann die Eventboxen auf von dem Silverstone Event. Ich denke mal, das wird viel, viel besser. Also morgen auch einschalten, Leute. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und natürlich mir ein Like dazulassen. Und wir springen jetzt mal rein, und zwar mit dem Setup. Die meisten von uns oder von euch, die fahren mit dem Setup hier. Und meiner Meinung nach, dann darf man sich auch nicht wundern, ich habe in jedem Rennen eigentlich, in Melbourne und in Spanien, habe ich, dass da die Bots auf jeden Fall einen Unfall haben oder sogar auch mein Gegner. Und wenn ich mir dann von dem Gegner das Equipment anschaue oder das Setup, dann hat er genau dieses Setup hier. Und da dürfen wir uns echt nicht wundern. Ich sage eigentlich in jeder Folge von mir, dass wir immer die Leistung und die Zuverlässigkeit auf einem Nenner haben sollten. In dem Fall hier ist das natürlich nicht so gut. Deshalb haben wir da die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Unfall machen, eigentlich sehr, sehr hoch. Was ich immer empfehle, ist dieses Setup hier. Auch wenn ihr nicht genau diese Teile habt, Leute, rate ich euch trotzdem, immer die Leistung und die Zuverlässigkeit immer auf den gleichen Nenner zu haben. Aero und Grip, wenn möglich, ein bisschen höher wie Leistung, was in meinem Fall jetzt hier leider nicht möglich ist. Würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass zum Beispiel der Heckflügel und der Frontflügel, dass die jetzt auf 4 oder auf 5 sind, dann würde ich natürlich auch Aero und Grip mehr haben wie Leistung, weil dann könnte man eventuell sogar auf Spirit verzichten und man könnte dann sogar eventuell The Flux reinmachen, wenn dieses Teil dann auch etwas höher ist, wie ihr seht, damit wir nicht dann die Zuverlässigkeit verlieren. Ja, das ist eigentlich nur das, was ich euch an Herzen legen will. So vermeiden wir definitiv Unfälle. Und in Melbourne, ihr wisst, das ist immer kurz vor Start und Ziel, da die Kurve, versucht dann nicht immer auf Vollpower die Leute zu überholen. Erst recht nicht, wenn das erste Safety Car schon rausgekommen ist und dann versucht ihr plötzlich dann bei dem zweiten Safety Car, wenn der dann reinfährt in die Boxengasse, dann Vollgas zu geben. Weil dann besteht die Möglichkeit, dass ihr dort auch wieder einen Unfall habt. Ja? Zu den Fahrern, wenn wir mal zu den Fahrern gehen, da würde ich auch immer aufpassen. Ich benutze selber Max Verstappen und Pierre Gasly. Nicolas Latifi. Oh no, Nicolas Latifi has crashed. Oder halt auch Lance Stroll sind so nicht, also Alex Albon, das sind so eigentlich die Leute, die am meisten crashen. F1 Clash hat uns selber gesagt, dass sie es versuchen, so realistisch wie möglich zu halten. Und wenn wir uns dann auch die Formel 1 anschauen, dann dürften wir eigentlich auch nicht diese Fahrer benutzen, weil Nicolas Latifi und Lance Stroll, Alex Albon, diese Saison nicht so doll Albon, aber wir wissen trotzdem, dass diese Kandidaten immer sehr, ja, die lieben es, wirklich Unfälle zu machen. Von daher, Leute, versucht da immer andere Fahrer zu nehmen. Am besten auch hier Kevin Magnussen, sowas zum Beispiel Mick Schumacher, auch gar nicht so verkehrt. Allerdings nicht Latifi, Stroll und Albon. Und mit dem Setup, wie gesagt, immer Zuverlässigkeit und Leistung auf einem gemeinsamen Nenner. Und da haben wir, also meine Erfahrung ist es einfach so, ich habe in meinen ganzen Rennen, bei 1663 Rennen, habe ich 2 Unfälle gemacht. Und das war teilweise auch, warum? Weil ich einmal auch so gefahren bin. Da hatte ich nämlich einen Unfall in Melbourne mit Max Verstappen und der andere Unfall war mit Pierre Gasly mit meinem normalen Setup. Das kann natürlich auch passieren, allerdings nicht so oft. Und dann können wir uns auch nicht so doll ärgern. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video ist hilfreich. Daumen hoch und wir sehen uns morgen. Und morgen verspreche ich euch, wir machen ein paar Kisten auf, wenn das Angebot passt. Ich hoffe, das Angebot passt auch. Normalerweise sollte es passen.
Und dann werden wir morgen versuchen, unsere Teile hier auf mindestens 4 zu kriegen, True Grit und Leviathan und Flow natürlich und den Rest. Wir versuchen alles auf Maximum zu kriegen, das wäre natürlich toll. Bis morgen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!